We're playing Fantasy Car Collection and my guest is Hamid Mossadegh. Thanks. So, hier sind die Regeln. Du hast 10 Slots, Okay. um Autos zu kaufen. Okay. Du hast ein unlimitiertes Budget. Das will ich so Regel gerne. Nummer 2 Das will ich und so Regel gerne. Nummer 3, du darfst danach nie wieder ein Auto kaufen. 1 Minute Zeit pro Auto, go. Also ich fange erstmal an mit meinem Daily-Auto. Dann nehme ich erstmal ein G63. Okay, Slot Nummer 1, G63. Also ein Daily-Auto. Habe Und ich, jetzt hab ich kommt's. wenig zu sagen. Jetzt- Also welche Version? G63? Ja, so, 900er wäre cool. gut. Gerade auch, guck mal, gerade auch die Kurve gekriegt. Ja, Gerade noch die genau. Kurve. Ich musste erstmal so schalten. Ich so, was war jetzt? Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Ich sitze ja bei Konstantin. Genau, stimmt. So, also 63er. Ja. Auf jeden Fall als Daily-Auto. Ja. Das ist das Auto schlechthin für mich. Das sind 10 Parkplätze. Was nimmt Hamid Mossadegh in 300 seine Garage? SL Gullwing auf jeden Fall. Ja, Flügeltürer. tatsächlich. Genau. Also Flügeltürer, nicht Roadster. Nein, Flügeltürer. Und Farbe? Farbe würde ich nehmen, außen Silber, innen ganz klassisch MB Tex. Ja. Das karierte, kennst Ja, du? ja, klar, Stoff. Ja, mega geil, mega geil. Koffer? Genau. Oder ich würde ihn außen schwarz nehmen. Hm? Und tatsächlich, ich bin eigentlich kein Fan von innen rot, aber da finde ich innen rot wiederum schön. Ist auch eine klassische Kombi, ne? Genau, Schwarz-Rot genau. ist schon... Wobei schwarz bei Roadster geiler aussieht, weil der Roadster ja länger wirkt. Ne? Stimmt, ich bin totaler Roadster-Fan. Ja. Das ist auch immer auf meiner Liste steht immer ein SLS Roadster zum Beispiel. Ah, okay. Sensationelles Auto, aber ich glaube beim Flügeltürer würde ich auch, ich glaube Silber. Also Welche Farbe war der G? G, ne, habe ich jetzt tiefgrün. Auto Nummer 1, G900 Bravos, tiefgrün Tiefgrün, in innen, welche Farbe? innen schwarz. In schwarz, okay. Genau. 2 haben wir Gullwing. Flügeltürer 300 SL, Genau. Mercedes-Benz. Ich würde da auch einen 55er 55? Baujahr, ne? Ja, ganz genau. klassisch, ganz klassisch. Da ist ja immer so geil, wenn du das Auto hast und an der Ampel deine Türen aufmachst, da denkt ihr, da guck mal, was für ein Proll. Ja, und kommen aber auch Wolken raus. Also, Ja, das ist mal ein bisschen warm. Guck mal, was für ein Proll, der muss ja zeigen, dass er ein Flügeltürer hat. Und eigentlich ist er nur total warm. Krepierst. Eigentlich sind nur Mille. Schöner Stopp. Als erstes gehen die Türen auf, letzten Meter nur so. Genau. Komm. So, das dritte Auto, ich bleibe beim Oldtimer, ich würde dann einen natürlichen GTO nehmen, Ja. Ferrari. Das ist geil, das Tatsächlich GTO? Muss, das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. War es schon, also das Thema unlimitiertes Budget hat jetzt gerade Formen angenommen. Ich habe dein Angebot angenommen. 45, 50 Ja, Millionen so. werden die so gehandelt. Ne? Hamids 60, 70 wurden sie auch mal angeboten, aber Ja, ich sehe ja. so 45 bis 50. Hamids Garage müssen wir jetzt schon am Slot 3 schon sehr gut versichern. Sehr gut versichern. Genau. So, dann würde ich einen Ferrari Enzo nehmen. Enzo ist spannend. Nicht LaFerrari. Nee, ich würde einen Enzo nehmen, weil das ist das Auto schlechthin von Ferrari. Ja. Das Auto, ich habe das Gefühl, dass das Auto mit dir spricht, wenn hinten die Carbonhaube anfängt zu knistern, wenn du fährst und vorne, du kannst ja deine Lenksäule, da kannst du ja richtig sehen, wie das arbeitet. Ne? Das ist geil. Ich meine, Das beides ist mega Weltklasse-Autos. geil. Ja. Aber Aber Enzo ist speziell. Enzo ist sehr speziell. Du musst, wenn du das Auto auch fährst, musst du natürlich auch darauf achten, weil die Außenspiegel ja vorne auf deinen Kotflügel sind und gefühlt nur so klein. Ja. Und dann bewegst du so ein Auto inzwischen ja für 2,5, 3 Millionen Euro. Ist ideale Auto für den Fahrt zum Supermarkt mit anderen Worten. Definitiv. Hast Ja. auch viel Platz, Kofferraum und so weiter. Alles genial. Nummer 5 würde ich, jetzt wirst du vielleicht lachen, aber ein Range Rover Classic, Ja. Dreitürer, Ja, Schalter. Ja, okay. Und dann 1979 mein Geburtsjahr. Und jetzt kommt es in eine ganz spezielle Farbe. Camel. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, das wird sowas sein, was wir dieses Jahr nicht wieder hören. Mega. Für mich ein königliches Auto. Interessant. Ne? So, Witzig. Da bleiben wir dann dabei. Du weißt ja, die G-Klasse wurde ja von unser König damals, von unser Schah, im Auftrag gegeben. Die Perser haben wieder dahinter gesteckt. Ne? Aber es hast schon zwei Dailies. Du hast den Range und du hast den G. Ja, aber ein, Gut, ich meine, der 79 ist natürlich. ein G500 Cabrio ist für mich einer der stilvollsten Cabrios, die du jemals in deinem Leben fahren kannst. Und dein Slot Nummer 6? Genau. Also Hamid mit nur 2 G-Klassen auf der Liste. In den ewigen Top 10. Der wird mir immer sympathischer. Er wird mir einfach immer Aber ein sympathischer. Cabrio Final Edition 500er zur Seite
das Beste, was es gibt. Ich finde das so geil, wenn du das Auto offen fährst und dann noch dieses hässliche Windschott eigentlich rauf machst, wo schräg runterkommt. Aber da sitzt du hoch, dann machst du deine Fenster runter und fährst Cabrio. Ein teures Auto inzwischen. Geil, ja. Teures Auto. Richtig abgeflogen im Weit letzten über Jahr. 300. Ja, absolut. Das ist unglaublich. Aber eigentlich unfassbar, Ja. aber natürlich super selten. Ja. Irgendwie hat es Style, Ja. gerade weil es auch vielleicht im Moment nicht wieder gibt. Das ist cool. Ja. Ich gehe weiter. Darauf wirst du auch nie kommen. Habe ich zweimal gehabt. Leider einmal wegen einem Unfallschaden musste ich es weggeben, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Ein Saab 900 Ja. Turbo. Und zwar auch ein 86er oder 87er, die Flachschnauze. Kennst du die? Ach, witzig. Danach haben sie einen Facelift bekommen und sind ein bisschen schräger geworden vorne, Ja. zu modern. Aber die flachen, das ist geil. Es ist eigentlich für die Leute, denen alles egal ist eigentlich, ein SP1. Einsitzer. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Und dann kaufst du ein Auto weit über 2 Millionen Euro, knapp bei 3 inzwischen. Dann fährst du alleine los. Hast keine Diskussion, den du mitnehmen musst oder nicht. Na gut, aber ist natürlich auch, du hast das auch, muss ja alles abdecken. Einer, der sich ein SP1 kauft, der muss so egoistisch sein. Das ist unfassbar. Aber ich finde das wiederum geil. Ich finde, das hat was. Und auch ein zweiter Ferrari Ja. auf der Liste. Ja. Ferrari ist bei mir ist meine Marke schlechthin. Eine Sache, was nicht fehlen darf, egal wie hoch mein Budget ist, wie wenig mein Budget ist scheißegal. Ein Käfer 1302, Ja. 71er oder 72er mit 44 PS muss Schiebedach. Ich wusste nicht, dass du auch so Vintage, Ja, total. Vintage liebe begeistert das. Ich liebe bist. das. Es ist das Schönste überhaupt, wenn du aus dem Auto aussteigst, nach Hause kommst und deine Frau zu dir sagt, bist wieder Oldtimer gefahren. Lass uns weitermachen. Oh Nummer Mann. 9. Oh, jetzt kommt's. Was meinst du? Das wird jetzt schwierig. Jetzt wird's schwer. Aber das Problem ist, hinterher fallen dir noch 20 ein. Ja, das ist genau das gleich, Thema. wenn ich im Auto sitze, sage ich, scheiße, wieso habe ich das? Ich schicke den WhatsApp danach. Ja, jetzt wird's hart. Jetzt wird's echt hart. Und jetzt weiß ich, das 10. Auto ganz klassisch. Der Maserati Ja? MC12. Wo ja Michael Aber auch Schumacher- ungewöhnlich. Wo Michael Schumacher ja durch die Blume gesagt hat, das ist ja eigentlich ein Enzo als offen, Ja. wo er gesagt hat, Aerodynamik hat Maserati besser hingekriegt. Aber das Aber durfte er nicht offiziell Das sagen. ist aber total witzig, weil ich glaube, dass wir immer wieder sehen werden, unterschiedliche Menschen werden ganz unterschiedliche Blicke auf das Thema haben. Ja. Deshalb, da habt das, Hamids Garage mit 10 Autos. Aber guck mal, ich habe alles da. Du hast alles Ich kann da. mit dir durch die Wüste fahren. Ich kann mit dir in Monaco zum Eisessen fahren. Ich kann mit dir hier zum Boot fahren. Ja. Ich könnte dein Boot ziehen, oder? Ja, oder? Ja, ein bisschen knapp, aber ja, ich schaffen wir. G900 Bravos, wir schaffen das. Ja, genau. Also ich habe alles da. Wir haben alles da. Und wenn es kalt ist außen, fahren wir den Flügeltürer, dann wird es automatisch warm. Was fährst du am meisten? Von den 10 jetzt? Von den 10 würde ich sagen, tatsächlich als Daily-Auto G. Da komme ich immer wieder hin zurück. Hamid, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. dass Geile du da Idee, warst. geile Schön, Idee. dass du da warst. Ich bin echt gespannt, was die anderen sagen. Ja. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.